Auch wer die Mainstream-Medien meidet, so wie ich, bleibt ja nicht verschont von all dem, was im Außen passiert. Wie kannst du auf das Chaos im Außen reagieren? Was kann dir Halt geben? Und welcher Weg steht jedem offen, zu innerem Frieden zu gelangen? Natürlich ist es vollkommen normal, wenn im Außen der Halt zusammenbricht, dass wir versuchen, irgendwie auch im Außen Halt zu finden. Wir rennen weg, wenn Gefahr droht, oder wir verstärken unsere Schutzmauern, um uns abzuschotten von all dem, was uns gefährlich werden kann. Das sind ganz natürliche Urinstinkte, die uns seit Jahrhunderten, Jahrtausenden begleiten. Was tun wir dann? Wir versuchen Halt zu finden in unseren Partnerschaften, in unserem Freundeskreis. Wir bauen unsere Beziehungsgeflechte im Job aus. Wir versuchen, unsere Finanzen in Sicherheit zu bringen, in andere Währungen zum Beispiel zu transferieren oder Konten zu sichern oder das Geld und das Kopfkissen zu stecken. Selbst die Spiritualität birgt diese Gefahr in sich, indem wir Modellen und spirituellen Gurus folgen, in der Hoffnung auf Halt vor diesem ganzen Chaos, vor diesem Wandel, vor diesem Sog. Nur, bringt uns das wirklich weiter? Ich wage mal zu behaupten, dass jeder von uns, der keine 20 mehr ist, schon diverse Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, wo auch im Außen angeblich oder scheinbar Sicheres plötzlich zusammenbricht. Ich verliere meinen Job und damit meine Einnahmequelle. Meine Beziehung geht auseinander. Freundeskreise lösen sich auf. Eine plötzliche Erkrankung ereilt mich oder ich habe finanzielle Verluste und sei es durch Betrug über Internetforen, denen ich mein Geld anvertraut habe. Jeder von uns hat irgendeine dieser Erfahrungen schon gemacht. Und damit wird natürlich klar, dass es im Außen keine Sicherheit, keinen Halt geben kann, so sehr wir es uns auch wünschen, jedenfalls keine dauerhafte Sicherheit. Wo also ist denn dauerhafte Sicherheit zu finden? Gerade wenn uns solch ein Schicksalsschlag ereilt hat, sei es Beziehung ist zerbrochen, sei es Freundschaften auseinandergegangen, sei es Gesundheit, sei es finanzieller Verlust, whatever, wird uns klar, dass wir in unserem Leben etwas ändern müssen. Natürlich versuchen wir zunächst einmal über uns nachzudenken, mit uns ins Reine zu kommen und nehmen auch gegebenenfalls Hilfe, professionelle Hilfe im Außen in Anspruch. Und selbst wenn uns dann klar wird, welcher Weg für uns machbar ist, welchen Weg wir beschreiten sollten, verharren wir im vertrauten Elend weiterhin, ganz oft. Warum ist das so? Wir haben tausend Ängste, die dann in uns hochkochen. Angst davor, etwas zu verändern. Angst davor, dass es schiefgehen könnte. Angst davor, abgelehnt zu werden. Angst davor, irgendwo nicht mehr dazu zu gehören, wo wir bisher dazu gehörten. Und. Was bringt uns denn aber weiter als dieses Verharren im vertrauten Elend? Aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung vieler anderer, mit denen ich gesprochen habe, aus meinem näheren und ferneren Umfeld, weiß ich, dass jeder, der in so einer Situation sein Schicksal in die eigenen Hände genommen hat, im Grunde gehandelt hat wie der Ballonfahrer, der im Sinkflug ist, obwohl er noch nicht landen möchte, wie der Bootsmann, der merkt, sein Boot säuft ab
Oder wie der müde Wanderer, der in Bergnot geraten ist. Was haben sie alle gemacht? Sie haben Ballast abgeworfen. Ballast, der nicht mehr dazugehörte. Kleines Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit. Ich habe festgestellt, dass ich mich an einem Punkt völlig festgefahren hatte und mehr oder weniger in Lethargie verfallen bin. Also habe ich eine Einladung zu einer Veränderung aufgenommen und habe mich herangewagt an etwas, was ich zuvor noch nie in meinem Leben gemacht hatte. Du kannst mir glauben, ich hatte Angst ohne Ende. Und womit bin ich belohnt worden? Mit vielen Erkenntnissen und Einsichten. Zum Beispiel, dass ich mich trauen kann, dass ich mir was zutrauen kann und darf. Und auch mit Erkenntnissen über mich selbst. Und das sind die wesentlichen Erkenntnisse. Hier habe ich einfach gehandelt, Herz über Kopf. Herz hat Vorrang. Intuition hat Vorrang. Und wie gelangst du dahin? Wie hörst du die Stimme deines Herzens, die ja die Stimme deiner Seele ist, bevor sie lauter wird und dich vielleicht wie mit dem Knüppel in Form einer Erkrankung oder noch Schlimmerem niederschlägt, indem du nach innen gehst. Dort ist wirklicher Frieden. Dort ist Sicherheit. Folge deinem Herzen. So heißt dieser uralte Spruch. Do it. Und am Ende hast du auch noch mal ein Video verlinkt, wie Meditieren geht, weil du kommst ganz gut über Meditation an die Stimme und Sprache deines Herzens, deiner Seele. Ich hoffe wie immer, es hat dich inspiriert. Du kannst dir etwas für dich daraus nehmen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.